Du möchtest die Kräuter fürs Grillen oder den Kaipi selber ernten? Kein Problem. Brauchst du dafür einen Garten? Nein, Fensterbank oder Balkon reichen dafür völlig aus. Und pflegeleicht und insektenfreundlich sind die grünen Geschmackbooster auch noch. Genau das Richtige für Einsteiger in die Selbstversorgung. Die Auswahl an Kräutern, die ist ja riesig, ist ja logisch. Beim Kauf sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass sie entweder aus kontrolliertem oder biologischem Anbau sind. Denn wer will denn schon Pflanzenschutzmittel mit essen? Kosten pro Kraut etwa 2,50 € bis 3,50 €. Insgesamt also ein recht preiswertes Vergnügen. Jetzt fangen wir an zu pflanzen. Ich habe mich für einen Terrakotta-Kasten entschieden, so ein bisschen der Klassiker. Unten rein kommt Blähton, damit das Wasser gut ablaufen kann. Dann eine spezielle torffreie Kräutererde, denn Kräuter brauchen wenig Nährstoffe. Und da muss man sich entscheiden, will ich einen Kasten pflanzen, der sonnenliebende Kräuter bekommt, wie zum Beispiel Rosmarin, Oreganum. Da arbeite ich noch ein bisschen groben Sand mit ein. Bei den heimischen Kräutern, da verzichte ich darauf. Und jetzt geht's an die Kräuterauswahl. Für halbschattige Standorte, da bieten sich so eher die heimischen Kräuter an. Also zum Beispiel der Schnittlauch, die 2-jährige Petersilie, den 1-jährigen Dill, Winterestragon zum Beispiel oder das Maggikraut. Wie ihr seht, easy gardening. Achtung, Spezialfall Minze für den Hugo oder den Mojito. Minze hat die unangenehme Eigenschaft, dass sie ganz viele Ausläufer bildet. Deswegen gehört sie in einen eigenen Kübel auf die Isolierstation. Ansonsten krabbelt sie durch den ganzen Kasten. So, auch hier wieder die Drainage, Kräutererde. Das riecht schon wie Hugo. So, und die Minze oben rein. Und man wird sich wundern, wer nicht sofort alles aberntet, weil er so viel Hugo trinkt, der kriegt hier einen riesen Minzebusch hin. Und wenn du nur einen klitzekleinen Balkon hast, dann kannst du auch in die Höhe gärtnern. Zum Beispiel mit solch einem Rosmarinstämmchen hier. Das kommt unten rein. So, und dann die Kräuter außenrum. Salbei, Thymian, Oregano. Noch so ein Spezialfall. Ob griechischer, Thai, klassischer Basilikum oder hier der Strauchbasilikum. Sie alle sind wahnsinnig wärmeliebend. Deshalb sollte man sie auch separat in einen Topf stellen und den Topf auch sehr geschützt und erst ab stabilen 15, 20 Grad nach draußen stellen. Der Strauch ist mehrjährig, die anderen Basilikumarten nur einjährig. Also nicht wundern, wenn er nach einem Jahr kaputt geht. Und bei der Basilikumernte nicht einfach die Blättchen hier abzupfen, sondern oberhalb einer Verzweigung, etwa 1/3 sollte stehen bleiben, abknipsen. Lecker! Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir ein Like und abonniert meinen Kanal. Und nächste Woche geht es um den Sommer auf Balkonien, denn die Pflanzsaison ist eröffnet. Prost!